Vom 20. Juni bis 5. Juli waren wir wieder mit unserem Hupsi unterwegs und wir haben auf dieser Reise insgesamt 5 Orte besucht. In diesem Teil geht es von Volterra etwa 50 Kilometer weiter nach Siena auf den Campingplatz Siena Colle Verde und wir besichtigen zusammen die charmante und geschichtsträchtige Stadt. Am Montag verließen wir gegen 10 Uhr den Campingplatz Le Balze und fuhren zu unserem nächsten Ziel. In Toscana, dove il sole splende, le colline verdi, i vigneti dorati, gli uliveti argentati, un paesaggio unico, dove la natura è regina e la bellezza è infinita. Toscana, un mondo di colori, dove la vita è un'esperienza sensoriale, Il gusto, l'olfatto, la vista si fondono. in un'unica esperienza che non si può dimenticare. Le strade strette dei borghi medievali, i mercatini di prodotti locali, le feste tradizionali, la cultura e la storia, tutto si mescola in un'unica esperienza. Toscana, un mondo di colori, Dove la vita è un'esperienza sensoriale, il gusto, l'olfatto, la vista si fondono. in un'unica esperienza che non si può dimenticare. La vita è un viaggio attraverso la Toscana, Dove ogni giorno è un'opportunità di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, in questo luogo magico. dove la natura è Um 11.15 Uhr erreichten wir den Campingplatz Siena Colle Verde. Hier hatten wir für 3 Nächte einen Stellplatz reserviert. Der Platz ist aufgrund der Hanglage terrassenförmig angelegt und unsere Parzelle befand sich im unteren Teil in der Zone 13 und war durch Bäume beschattet. Neben dem Pool gibt es eine Bar mit Selbstbedienung und ganz oben neben der Rezeption befindet sich ein Restaurant sowie ein Minimarkt. Eine Bushaltestelle ist etwa 200 Meter vom Platz entfernt und Tickets in die Stadt sind an der Rezeption erhältlich. Am Abend besuchten wir das Restaurant am Campingplatz und das Essen dort war wirklich lecker. Eine Tischreservierung ist empfehlenswert. Am Dienstag fuhren wir nach dem Frühstück mit dem Bus in etwa 15 Minuten bis in die Stadt zur Haltestelle Via Tozzi. Siena ist eine Stadt mit reicher Geschichte und Kultur. Besonders bekannt ist der Palio di Siena und die Tradition dieses berühmten Pferderennens reicht zurück bis ins Mittelalter.
Seither treten die einzelnen Stadtteile, die als Contraden bezeichnet werden, im sportlichen Wettstreit gegeneinander an. Die Stadt besteht aus 17 Stadtteilen, die sich das Gebiet des historischen Zentrums teilen. In früheren Zeiten gab es eine größere Anzahl von Contraden. Heute existieren noch 17 davon. Für die Einwohner von Siena sind die Stadtteile keine einfachen Viertel, sondern echte Gemeinschaften, ausgestattet mit einer eigenen Kirche und einer eigenen Contrada-Gesellschaft. Jede Contrada hat ihr eigenes Banner in unterschiedlichen traditionellen Farben mit einem Wappentier oder Symbol. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist bemerkenswert tief in der Geschichte der sienesischen Familien verwurzelt. Zweimal im Jahr findet das traditionelle Pferderennen statt, am 2. Juli und am 16. August. Es gilt als das bedeutendste kulturelle Ereignis Sienas. Während unserer Stadtbesichtigung waren die Vorbereitungen für das große Spektakel in vollem Gange. Die Rennbahn wurde präpariert, die ganze Stadt war mit den Flaggen der verschiedenen Contraden geschmückt und es wurden überall lange Tische aufgestellt. Siena wurde als römische Kolonie in der Zeit des Kaisers Augustus gegründet. Der Ort trug damals den Namen Saena Julia. Die verwinkelte Altstadt mit terrakottafarbenen Backsteinhäusern ist über 3 Hügel verteilt und gehört seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Während eines Bummels durch die engen Gassen, vorbei an prächtigen Palästen und malerischen Plätzen, fühlt man sich ins Mittelalter versetzt. Um die Stadt ranken sich einige Mythen und historische Realitäten. Senio und Ascanio, die Söhne von Remus, sollen der Legende nach die Stadt gegründet haben. Nach dem Tod ihres Vaters wurden die beiden aus Rom verbannt. Auf der Flucht vor der Verfolgung ihres Onkels Romulus fanden die Brüder Zuflucht auf einem Hügel. Einem Wolf folgend beschlossen sie, sich hier niederzulassen. Sie entfachten ein Feuer, das schwarzen und weißen Rauch entwickelte. Diese wurden zu den Stadtfarben Sienas. Das Herz der Stadt schlägt auf der Piazza del Campo. Auf dem muschelförmigen Platz findet das berühmte historische Pferderennen statt. An der Südseite des Platzes thront der Palazzo Pubblico mit dem imposanten Stadtturm Torre del Mancha. La vita è bella, il cuore batte forte per l'Italia, per Siena, dove l'amore è la nostra sorte. All'ombra dei palazzi noi ci sentiamo liberi, con il sole sulla pelle e il cuore pieno di vita. La piazza del campo con la sua bellezza unica. Il palazzo pubblico con la sua storia e la sua arte. La torre del Mangia che si erge alta e slanciata a Siena. La città della passione dove il cuore non si stanca. La vita è bella, il cuore batte forte per l'Italia, per Siena, dove l'amore è la nostra sorte. All'ombra dei palazzi noi ci sentiamo liberi, con il sole sulla pelle e il cuore pieno di vita. Noi cammineremo per le strade di Siena, con il cuore pieno gioia
l'Italia, per Siena, dove l'amore è la nostra sorte. All'ombra dei palazzi noi ci sentiamo liberi, con il sole sulla pelle e il cuore pieno. Passeggio lento tra le vie antiche, il sole accende ogni pietra che c'è. Siena si sveglia dorata e serena, tra i mattoni rossi e il canto che suona. Piazze che brillano, mura che parlano, no. L'arte e la storia si intrecciano qua. Oh Siena al sole, città d'incanto, ogni vicolo è un sogno che va. Sotto il cielo blu respiro la vita e mi lascio portare da questa magia. Le bandiere ondeggiano al vento leggero, palio e leggende riempiono il cuore. Nelle botteghe profumi e sorrisi, sapori d'Italia, tradizione e amore. Oh Siena al sole, città d'incanto, Ogni vicolo è un sogno che va. sotto il cielo blu respiro la vita e mi lascio portare da questa magia. Der Facciatone ist eine hoch aufragende, unvollendete Fassade, die als prachtvoller Eingang des Domkomplexes gedacht war. Im Jahre 1339 war eine ehrgeizige Erweiterung des Doms von Siena geplant. Der Bau des Duomo Nuovo sah vor, die bestehende Kathedrale drastisch zu vergrößern, wodurch die Kirche fast doppelt so groß geworden wäre wie heute. Der Traum von der Erweiterung wurde jedoch durch die Pest im Jahr 1348 zunichte gemacht, da mehr als die Hälfte der Bevölkerung Sienas ausgelöscht und die Wirtschaft der Stadt lahmgelegt wurde. Heute können Besucher den Facciatone erklimmen und einen spektakulären Blick auf die mittelalterliche Skyline von Siena genießen. Die Kathedrale Santa Maria Assonata erhebt sich auf der Piazza del Duomo und ist eine der erhabensten romanisch-gotischen Kathedralen Italiens. Der Bau begann im 12. Jahrhundert, wahrscheinlich auf den Ruinen eines älteren Gebäudes. Die Kathedrale ist ein Gesamtkunstwerk und neben den markanten dunkelgrün und weiß gestreiften Außenmauern prunkte die Fassade mit prachtvollen Verzierungen. In the heart of Tuscany, where the sun softly lays, Siena stands proud in golden-hued rays. Cobblestone whispers in medieval grace, each corner a story, each brick a face. Oh, Siena, la mia bella, in your soul I see
like a warm embrace. Paleo thunders past in a timeless race. Drums echo deep through arches so grand. Tradition held firm by each loving hand. Oh, Siena, la mia bella, in your soul I see forever. With each contract I'll sing it free. You are more than history. From Torre del Mangia I watch the sky. Dreams take flight as the swallows fly. La lupa, il drago, il nicchio so true. In every banner, pride shines through. Oh, Siena, la mia bella, in your soul I see forever. With each contract I sing it free. You are more than history. Oh, Siena, my muse, my flame. Your spirit calls me back again. Eterna, unica, dolce città. Die Basilika San Domenico thront eindrucksvoll über der Altstadt auf dem Hügel Camporeccio und gehört zu den wichtigsten Pilgerzielen der Toskana. Die Basilika wurde im 13. Jahrhundert von den Dominikanern errichtet. Besondere historische Bedeutung erhielt die Basilika durch ihre enge Verbindung zur heiligen Katharina von Siena, einer der Schutzheiligen von Italien und Europa. Sie verbrachte einen Großteil ihres Lebens in und um die Basilika. Cammino lento per via di città, le ombre danzano sui muri in pietà. Ogni angolo racconta una storia di contrarie, gloria e memoria. Sotto il sole che accarezza i tetti, sento l'anima che canta nei miei petti. Siena nel cuore, non ti posso scordare. Tra le tue torri vorrei sempre restare. La dolce vita si respira qui. Nella tua luce mi sento così. Il palio in fiamma, ogni estate un grido antico, una sfida elevata. Bandiera al vento, tamburi che suonano, I cuori battono, le voci risuonano. tra le mura custodisci il tempo, ogni passo è un nuovo incanto. Siena nel cuore, non ti posso scordare. Tra le tue torri vorrei sempre restare. La dolce vita si respira qui. Nella tua luce mi sento così. Fonti segrete, vicoli stretti, Profumi di pane, suoni perfetti, e mentre il tramonto scivola via, resto con te in eterna poesia. Siena nel cuore,
Fontebranda ist der berühmteste mittelalterliche Brunnen von Siena. Er wurde im 13. Jahrhundert erbaut und hatte ursprünglich 3 Becken. Diese dienten hauptsächlich als Trinkwasserreservoir und Waschhaus. Das Wasser wurde aber auch von den Gerbern und Müllern genutzt. Eine Legende besagt, dass in der Antike ein wilder Drache in der Nähe von Fontebranda lebte, der in der Bevölkerung großen Schrecken auslöste. Er galt als Manifestation des Bösen, das die Stadt zu destabilisieren versuchte. Das dämonische Wesen versteckte sich im Wasser des Brunnens und griff jeden an, der sich ihm näherte. Mit einem kraftvollen Gebet soll der heilige Bernardino von Siena sich dem Drachen am Rand des Brunnens entgegengestellt und das Ungeheuer aus dem Wasser verbannt haben. Seitdem gilt Fontebranda als Symbol für den Sieg des Guten über das Böse und das Wasser des Brunnens wird als heilig und schützend angesehen. Am Mittwoch beschlossen wir, auf dem Campingplatz zu bleiben und zu entspannen, da wir keine große Lust auf die Menschenmassen und den Trubel rund um den Palio hatten. Am Abend waren wir dann erneut beim Essen im Ristorante Colle Verde. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen am Nachmittag wurde das Pferderennen übrigens auf den Folgetag verschoben. Sieger des Wettkampfs und Gewinner des Palio-Banners war die Contrada del Oca, also das Viertel der Gans. Der Palio-Banner oder Trappellone ist ein großes bemaltes Seidentuch, das jedes Jahr von einem anderen Künstler entworfen und angefertigt wird. Am Donnerstag verließen wir die Toskana und machten uns auf den Rückweg Richtung Heimat. Auf halber Strecke legten wir allerdings noch eine letzte Station am Luganer See ein. Davon berichten wir im nächsten und letzten Teil dieser Videoreihe. Jeder Tag ist ein neues Kapitel, wir sind anderswo und doch daheim. Wir folgen den Faden, die das Herz uns weist und finden das Glück, wohin wir auch reisen, anderswo und doch daheim.